Hallo ihr Lieben, es gibt kein Ramadan-Special bei mir ohne zumindest ein Rezept für einen leckeren Eintopf, denn genau das ist es, was unser Körper nach einem langen Fastentag benötigt. An Zutaten brauchen wir festkochende Kartoffeln, eine Paprika, 2 Karotten, 2 Zwiebeln und Faschiertes vom Rind. Außerdem Tomatensauce oder gehackte Tomaten aus der Dose und Rinderbrühe. Außerdem habe ich hier Paprikapulver, Pfeffer, meine selbstgemachte Vegetta und mein selbstgemachtes Kräutersalz. Knoblauchpaste oder Knoblauchzehen, Schnittlauch, frische Petersilie und noch ein paar gefrorene Erbsen. Im ersten Schritt wird das Gemüse klein geschnitten und da empfehle ich euch, die Kartoffeln und die Karotten nicht zu grob zu schneiden, denn sonst sind nach der Kochzeit die anderen Zutaten schon fast zerfallen und diese zwei sind dann wahrscheinlich noch nicht gar, also achtet ein bisschen darauf. Im ersten Schritt gebt ihr ca. 3 bis 4 Esslöffel Sonnenblumenöl in einen größeren Topf und schwitzt die Zwiebelwürfel an. Fügt die Karottenwürfel und das Fleisch hinzu. Bratet diese Zutaten kurz an und danach fügt ihr hinzu die Knoblauchpaste, die Gewürze und das Mehl. Außerdem gebt ihr die Paprika und Kartoffelstücke dazu und löscht das Ganze mit der Tomatensauce und der Rinderbrühe ab. Jetzt werden alle Zutaten einmal kurz auf höchster Stufe aufgekocht und wenn das der Fall ist, reduziert ihr die Hitze, bei mir ist das Stufe 4 bis 5 von 9 und kocht den Eintopf ungefähr 30 bis 35 Minuten lang bei geschlossenem Deckel. Danach ist das Ganze schon etwas sämiger geworden und ihr könnt die gefrorenen Erbsen hinzufügen und den Eintopf weitere 10 Minuten, allerdings ohne Deckel, kochen, so wird er noch ein bisschen dickflüssiger. Die Kartoffeln sind fertig, wenn ihr sie mit einem Kochlöffel ganz leicht andrückt und sie zerfallen, dann wisst ihr, okay, der Eintopf ist bereit. Falls ihr keine Tiefkühlerbsen verwendet, sondern jene aus der Dose, gebt ihr diese ganz zum Schluss dazu, zusammen mit den Kräutern wie Petersilie und Schnittlauch. Bei Bedarf könnt ihr natürlich noch ein bisschen nachwürzen und ihr dürft servieren. Eigentlich braucht man zu diesem Eintopf kein Brot, weil er durch die Kartoffeln und das Fleisch schon sehr reichhaltig und mächtig ist, aber falls ihr dennoch auf der Suche nach Brot seid, dann findet ihr auf meinem Blog in der Kategorie Brot und Gebäck viele tolle gelingssichere Rezepte, unter anderem auch ein Rezept für bosnisches Fladenbrot. Dieser Eintopf schmeckt übrigens, genauso wie das bei Gulasch der Fall ist, am nächsten Tag noch einen Tick besser. Ihr könnt ihn also auch schon einen Tag vorher zubereiten oder sogar auf Vorrat und einfrieren. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder.